In diesem Screencast zeigen wir dir die grundlegenden Einstellungen, die du in Word 365 vornehmen kannst, um dein Dokument möglichst barrierefrei zu gestalten. Beginnen wir mit der semantischen Struktur deines Dokuments. Unser Beispieldokument besteht aktuell nur aus einer Art Text. Damit das Dokument eine Struktur bekommt, die Screenreader zum Navigieren benutzen können, brauchen wir die Formatvorlagen. Den Bereich Formatvorlagen findest du im Reiter Start relativ mittig auf der Seite. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere findest du einige bereits vorinstallierte Formatvorlagen, wie zum Beispiel hier die Formatvorlage Standard, die du für deinen Fließtext verwenden kannst, und verschiedene Überschriftsebenen, mit denen du eine hierarchische Struktur aufbauen kannst. Daneben gibt es noch einige weitere Formatvorlagen, zum Beispiel für Zitate und Hervorhebungen. Du kannst auch neue Formatvorlagen erstellen oder die bestehenden verändern. Um eine Formatvorlage zu verändern, klickst du mit der rechten Maustaste auf die gewählte Vorlage und wählst Ändern aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du nun zum Beispiel die Schriftart, ihre Größe und Farbe sowie den Schriftschnitt, also ob sie kursiv oder fett sein soll, für deine Formatvorlage auswählen und sie so deinen Wünschen anpassen. Für die Barrierefreiheit deines Dokuments ist wichtig, dass alle deine Textelemente eine Formatvorlage zugewiesen bekommen. Jedes barrierefreie Dokument braucht mindestens eine Überschrift der Ebene 1 und einen als Standard gekennzeichneten Fließtext. Eventuelle weitere Überschriften bekommen die entsprechende Ebene zugeteilt. Diese Struktur bildet dann auch die Grundlage für ein maschinell erstelltes Inhaltsverzeichnis und kann über den Navigationsbereich eingesehen werden. Den Navigationsbereich kannst du über den Reiter Ansicht und die Funktion Navigationsbereich im Bereich Anzeigen aktivieren. Im neuen Fenster am linken Bildschirmrand werden dir nun alle Gliederungsebenen in ihrer hierarchischen Struktur angezeigt und du kannst direkt zu den einzelnen Überschriften springen. Gerade bei einem langen Dokument ist der Navigationsbereich daher auch für alle NutzerInnen sehr praktisch. Wie bereits erwähnt, kannst du dein Dokument beliebig kleinteilig strukturieren, indem du immer eine Überschriftsebene tiefer gehst. Allerdings solltest du dabei genau überlegen, ob du wirklich 10 verschiedene Unterebenen oder Arten von Hervorhebungen und Zitaten brauchst, um deine zentralen Inhalte zu vermitteln. Denn je komplexer dein Material strukturiert ist, desto schwieriger ist es, die Barrierefreiheit sicherzustellen. Und desto unübersichtlicher ist es wahrscheinlich auch für alle deine Lernenden, dein Material zu nutzen. Ein weiterer Aspekt, der die Struktur deines Dokuments betrifft, sind die Seitenumbrüche. Achte darauf, dass du diese immer über die Funktion Seitenumbruch über den Reiter Einfügen erstellst und nicht zum Beispiel durch mehrfaches Einsetzen von Leerzeichen oder Leerzeilen erzwingst. Diese werden nämlich zum einen von Screenreadern vorgelesen und erzeugen zum anderen Probleme beim Umwandeln in andere Formate. Wenn du Spalten erstellen willst, solltest du das auch über die entsprechende Funktion im Reiter Layout machen. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein Vorleseprogramm auch die richtige Lesereihenfolge vorliest. Eine Tabelle kannst du über den Reiter Einfügen und die Funktion Tabelle einfügen erstellen. Wenn du nun auf die leere Tabelle klickst, öffnen sich oben im Menüband die beiden neuen Reiter Entwurf und Layout. Hier kannst du weitere Anpassungen vornehmen. Wähle zunächst den Reiter Entwurf aus. Im Bereich Tabellenformatoptionen auf der linken Seite steht dir eine Gruppe von Kontrollkästchen zur Verfügung. Für eine gute Barrierefreiheit sollten hier entweder das Format Kopfzeile, in älteren Versionen heißt dieses Format Überschrift, oder erste Spalte aktiviert sein. Bei Word 365 sind standardmäßig beide Formatoptionen ausgewählt. Damit hast du jetzt eine eigene Zeile bzw. eine eigene Spalte eingerichtet, die nur zur Beschriftung der Tabelle dient und auch semantisch als solche ausgezeichnet ist. Das befähigt Screenreader, die Beschriftungszeile bzw. Spalte für jede Zelle erneut vorzulesen. Auch wenn das die Vorlesezeit verlängert, gehen so weniger Informationen verloren.
Als nächstes kannst du über die Eigenschaften der Tabelle im Reiter Layout bzw. per Rechtsklick auf die Tabelle und die Tabelleneigenschaften sicherstellen, dass die beschriftenden Informationen aus der Kopfzeile bei einer über mehrere Seiten gehenden Tabelle erhalten bleiben. Wähle hier das Register Zeile und aktiviere das Kontrollkästchen Gleiche Kopfzeile auf jeder Seite wiederholen. Einfache Tabellen, in denen jede Zelle mit genau einer Spalte und genau einer Zeile korrespondiert, sind aus Sicht der Barrierefreiheit kein Problem. Komplexere Tabellen, in denen beispielsweise Zellen zusätzlich unterteilt oder verbunden sind, solltest du, wenn möglich, vermeiden, weil diese leider nicht vollständig barrierefrei sind. Wenn du eine komplexe Tabelle wirklich brauchst, solltest du die zentralen Inhalte über einen Alternativtext zusammenfassen. Achtung! Microsoft Word bietet dir auch die Möglichkeit an, eine Excel-Kalkulationstabelle direkt in dein Word-Dokument zu importieren. Leider gehen hier Teile der Barrierefreiheit während des Imports verloren, sodass von dieser Option zu diesem Zeitpunkt noch abzuraten ist. Wenn du eine Tabelle aus Excel übernehmen willst, ist es daher besser, die Inhalte der Zellen einzeln in die Word-Tabelle zu kopieren. Ein barrierefreies Dokument braucht darüber hinaus immer die Angabe der Hauptsprache des kompletten Dokuments. Dies ist wichtig, damit beispielsweise ein Screenreader die korrekte Sprachwiedergabe auswählen kann. Gibt es darüber hinaus innerhalb des Textes fremdsprachige Absätze oder Wörter, müssen diese ebenfalls eine korrekte Sprachauszeichnung erhalten. Wenn du das nicht tust, kann es sein, dass die Bedeutung deines Textes verloren geht, wenn es von einem Screenreader vorgelesen wird. So wird zum Beispiel das englische Wort Tag, zu Deutsch Schlagwort, wenn es nicht als Englisch ausgezeichnet ist, als das deutsche Wort Tag, also im Englischen Day, ausgesprochen, was die Bedeutung falsch wiedergibt. Fremdsprachige Lehnwörter wie E-Mail oder Coup d'État, die zwar auch in ihrer ursprünglichen Sprache ausgesprochen werden, aber in den normalen deutschen Sprachgebrauch übernommen wurden, musst du nicht extra kennzeichnen. Wenn du dir bei einzelnen Wörtern nicht sicher bist, kannst du einfach auf duden.de nachschauen. Bei Sprachen oder Dialekten, bei denen es keine installierte Rechtschreibprüfung gibt, zum Beispiel Altgriechisch, Mittelhochdeutsch oder Bayerisch, kann man auch eine eigene Tonaufnahme ins Dokument einfügen, um die Texte in ihrer korrekten Aussprache zur Verfügung zu stellen. Achte also darauf, dass alle im Dokument verwendeten Sprachen installiert und aktiviert sind und zeichne alle Textabschnitte und Wörter, die nicht in der Hauptsprache des Dokuments formuliert wurden, entsprechend aus. Die Spracheinstellungen findest du in der Fußleiste des Dokuments oder über den Reiter Überprüfen. Wichtig ist auch, dass im Dialogfeld Sprache keines der Häkchen bei Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen und Sprache automatisch erkennen gesetzt ist, wenn du mehrere Sprachen ausgezeichnet hast. Ansonsten werden alle Wörter oder Passagen, die in anderen Sprachen ausgezeichnet sind, bei jedem neuen Öffnen der Datei wieder automatisch als Text in der Hauptsprache ausgezeichnet. Wenn du nur Text in der Hauptsprache hast, kannst du das Häkchen bei Sprache automatisch erkennen natürlich setzen. Darüber hinaus solltest du bei Zeichen und Symbolen darauf achten, dass diese auch semantisch korrekt repräsentiert sind und einen Unicode-Eintrag haben. Damit ein Screenreader ein mathematisches Malzeichen auch wirklich als Malzeichen wiedergibt und nicht als X, musst du es über die Funktion Symbol im Reiter Einfügen auswählen und in deinen Text einfügen. Eine weitere zentrale Rolle für die Barrierefreiheit spielen Alternativtexte. Grundsätzlich gilt, dass alle wichtigen Informationen, die nicht bereits als Text vorliegen, einen Alternativtext brauchen. Bei grafischen Elementen unterscheiden wir zwischen Elementen, die relevante Informationen vermitteln, und rein dekorativen Elementen. Letztere müssen zwar als dekorativ markiert werden, brauchen aber keinen Alternativtext. Für alle anderen grafischen Elemente musst du einen aussagekräftigen Alternativtext formulieren. Zu den grafischen Elementen, die in der Regel Inhalt transportieren und daher einen Alternativtext brauchen, gehören Bilder, Grafiken, Diagramme und Ähnliches. Den Alternativtext kannst du in Word per Rechtsklick auf das Objekt auswählen, das einen Alternativtext bekommen soll, wie hier zum Beispiel unser Bild. Wähle dazu die Funktion Alternativtext bearbeiten aus.
Wichtig ist hierbei, dass du alle Informationen, die zentral für das Verständnis des grafischen Elements sind, in Textform wiedergibst, sodass auch jemand, der die Grafik aus welchen Gründen auch immer nicht sehen kann, auch verstehen kann, worum es geht. Du musst hier keinen Roman schreiben, aber doch etwas ausführlicher beschreiben, welche Informationen du mit deinem grafischen Element transportieren willst. Oft ist es hilfreich, auch die Funktion oder den Stil eines grafischen Elements zu benennen. So macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob ich ein offizielles Ölgemälde oder eine lustige Karikatur betrachte. Außerdem ist der Alternativtext immer automatisch in der Hauptsprache des Dokuments ausgezeichnet. Passe also bei der Formulierung auf, wenn du nicht eingedeutschte Fremdwörter verwendest. Diese werden von den Vorleseprogrammen auf Deutsch bzw. der Hauptsprache deines Dokuments vorgelesen und verlieren so womöglich ihre Verständlichkeit. Hyperlinks brauchen ebenfalls eine Textalternative. Vor allem bei längeren Links kann es schnell verwirrend werden, wenn diese von einem Vorleseprogramm vorgelesen werden. Die Textalternative für Hyperlinks kannst du über die Funktion Hyperlink bearbeiten hinzufügen. Hier kannst du dann den Text eingeben, der anstelle des Links angezeigt werden soll. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Quick-Info einzustellen. Diese wird dann angezeigt, wenn du mit der Maus auf dem Link verweilst, ohne ihn anzuklicken. Bevor du dein Dokument speicherst, solltest du zusätzlich zum Dateinamen auch einen Dokumententitel und die an der Erstellung des Dokuments beteiligten AutorInnen eintragen. Gesetzlich verpflichtend ist nur der Titel. Ein Blick auf die AutorInnen lohnt sich trotzdem, da man hier ja alle vorherigen BearbeiterInnen des Dokuments sehen kann und das vielleicht auch potenziell eine Information ist, die man nicht unbedingt teilen möchte. Den Dokumententitel kannst du im Reiter Datei über den Bereich Informationen eintragen. Auf der rechten Seite findest du das Feld Dokumententitel. Der Dokumententitel beinhaltet in der Regel ausführlichere Informationen zum Inhalt des Dokuments. Er kann also auch etwas länger ausfallen als der Dateiname. Wenn du aber schon einen aussagekräftigen Dateinamen hast, spricht auch nichts dagegen, wenn du den Dateinamen als Dokumententitel verwendest und umgekehrt. Die AutorInnen kannst du bei Word ebenfalls über den Reiter Datei hinzufügen. Wenn du Word 365 verwendest, ist die Besitzerin des Microsoft Office-Kontos in der Regel bereits als Autorin angegeben. Über die Funktion Autor hinzufügen kannst du bei Bedarf weitere AutorInnen oder zum Beispiel deine Institution hinzufügen. Zum Schluss schauen wir uns noch kurz die integrierte Barrierefreiheitsprüfung an. Die entsprechende Funktion findest du im Reiter Überprüfen im Bereich Barrierefreiheit. Es öffnet sich ein neuer Bereich auf der rechten Seite deines Dokuments. Hier werden alle Fehlermeldungen und Warnungen für potenzielle Probleme mit der Barrierefreiheit angezeigt. Bei Problemen wie etwa einem fehlenden Alternativtext oder einem zu geringen Kontrast zwischen Hintergrund und Schriftfarbe kannst du dir durch Klicken auf den Pfeil rechts neben der entsprechenden Meldung Möglichkeiten zur Behebung dieser Fehler anzeigen lassen. Aber Achtung! Die integrierte Barrierefreiheitsprüfung stößt relativ schnell an ihre Grenzen, da nur ein Teil der relevanten Probleme auch wirklich erkannt wird. So wird zum Beispiel angezeigt, dass ein Alternativtext fehlt. Aber es reicht auch schon aus, ein Leerzeichen einzufügen und die Meldung verschwindet als behoben. Eine Überprüfung der semantischen Struktur fehlt zudem ganz. Es kommt also keine Fehlermeldung, wenn du deinem Dokument keine Überschrift der Ebene 1 zugeordnet oder eine Stufe übersprungen hättest. Darum ist es umso wichtiger, dass du hier selbst gewissenhaft und genau arbeitest. Trotz der genannten Probleme ist die integrierte Barrierefreiheitsprüfung eine gute erste Überprüfung deines Dokuments.